Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch etwas zu den Black Widow Stiften erzählen. Und zwar besteht dieses Set aus verschiedenen kleinen Sets. Es gibt kein vollständig großes Set. Und viele sind verwirrt, wenn sie dann nach den einzelnen Sets suchen, dass sie die nicht direkt finden. Und zwar heißen die Sets unterschiedlich. Es gibt hier das Skin Tone Set mit den Light Tones. Es gibt das Skin Tone Set mit den Dark Tones. Es gibt das Black Widow Set, die Cobra Edition. Dann gibt es da nochmal Scorpion und Black Widow, also mit einer schwarzen Spinne obendrauf. Und dann gibt es noch das Monarch Set. Aber im Allgemeinen laufen die alle unter dem Namen Black Widow. Und das Monarch-Set ist das letzte Set, das rausgekommen sind. Und bisher gibt es jetzt insgesamt 144 Stifte. Und mir ist das Set schon länger ins Auge gefallen und es wird auch immer beliebter. Und natürlich war ich neugierig, was denn so an diesem Set dran ist. Schauen wir mal rein. Und zwar gibt es das Black Widow Set, das Cobra Set und das Scorpion Set in Setgrößen von 24. Und jedes von diesen Sets hat eine Farbauswahl von Gelb über Rot, Pink, Lila, Blau, Grün, Braun, Grau und ein dunkles Grau oder ein Schwarzton. Das Besondere an diesen Stiften ist, dass sie eben schwarz gehalten sind. Dass man hier zum Beispiel nur die Mine als Farbmarkierung hat, aber die unterschiedlichen Sets sehen auch unterschiedlich aus. Bei diesem Set zum Beispiel gibt es hinten eine Farbmarkierung. Ich finde es ein bisschen schade, dass es bei diesem Set jetzt keine Farbmarkierung gibt, weil es an dem Schwarz doch echt schwer ist zu erkennen, was das jetzt für eine Farbe ist. Ob es zum Beispiel ein dunkles Blau ist oder ein dunkles Grün. Aber wenn man mit einer Farbtabelle arbeitet und auf die Farbnamen achtet, sollte das natürlich kein Problem sein. Ja, wie eben erwähnt, haben diese Sets, also diese 3 Sets jetzt, eine Farbauswahl von hell nach dunkel mit je 24 Stiften. Allerdings ist zum Beispiel das Black Widow Set eher hell gehalten. Das Cobra Set, das ich hier jetzt habe, hat so mittlere Farbtöne und das Skorpion Set hat eher erdigere Farbtöne, aber immer noch von gelb bis schwarz gehalten. Dann gibt es eben die 2 Hautfarben-Sets. Einmal das mit den dunklen Hautfarben über so grau, goldene, dunkle Brauntöne und einmal die helle Hautfarben, die eben rosa, so Beige-Töne oder auch lila Töne hat, womit man eben eine helle Hautfarbe mischen kann. Dann gibt es zu guter Letzt noch das Monarch-Set. Und als ich mir das Set angeguckt habe, ist mir direkt aufgefallen, okay, das Monarch-Set ist kein Set, das man alleine kaufen sollte. Es gibt nämlich keine Farbsortierung von gelb bis dunkel, sondern das Monarch-Set hat ganz viele Farben, die irgendwie dazwischen liegen. Es ist ein Ergänzungsset zu den restlichen Sets, die es gibt. Und so wie ich gehört habe, war der eigentliche Sinn dieser Sets, dass man eben günstig kleinere Sets kaufen kann und je nachdem, wie das Budget liegt, kann man immer wieder Stifte dazu kaufen, um seine Sets zu vergrößern. Aber jedes Set an sich kann man so benutzen. Nur bei dem Monarch ist das nicht der Fall. Wir können gerne einmal über die Farben durchgucken. Übrigens kommen alle in diesen wunderschönen Metalldosen, wo man den Deckel abnehmen kann, was ich sehr, sehr gut finde. Hier hat man zum Beispiel eine Auswahl von Cremetönen, Orange, Rosa, Grün und ja, so ein bisschen verspielteren Grüntönen, dann Aquamarin, Blau, Lila und Grau und hier glaube ja so ein Rostrotton. Und das war's eigentlich schon.
Hier habe ich auch mal einen lila Ton zwischen oder ein dunkles Blau. Aber wenn ich jetzt gucke, sehe ich in diesem Set zum Beispiel keinen einzigen Rotton. Könnt ihr nochmal mit mir kontrollieren. Also ich sehe hier keinen einzigen richtigen Rotton, keinen einzigen richtigen pinken Ton, nur so ein paar Rosatöne. Und für mich, gerade bei dem Swatchen, ist mir aufgefallen, dass es wirklich nur ein Ergänzungsset ist. Es ist kein Set, das ich kaufen würde, wenn ich anfangen wollen würde, meine Stifte-Sammlung aufzubauen. Also da gebt wirklich drauf Acht. Wenn ihr das Set kauft, dann wirklich nur als Ergänzungsset, nicht als Set, das man alleine benutzt. Hier habe ich schon mal eine Farbtabelle erstellt von den Farben, die ich bisher habe. Mir fehlen noch 2 Sets. Genau, 2 Sets fehlen mir noch. Das Black Widow Set und das Scorpion Set. Die anderen habe ich alle. Und wenn ich diese beiden Sets habe, werde ich die Farben, denke ich, etwas anders sortieren. Ich habe hier ja die Farbauflistung übernommen, die ich so im Internet finden konnte. Aber ich möchte meine Farben sortieren von Gelb, Orange, Rot, Pink, Lila, Blau, Grün, Braun und dann Schwarz. Hier fängt es mit Grün an, was ich ein bisschen interessant finde, aber erst wenn ich alle Farben habe, werde ich mich um die Sortierung kümmern. Ja, das sind alle Sets, die ich bisher habe, in einer Farbtabelle aufgelistet. Und ich finde die Farben sehr, sehr schön und auch gut verteilt. Aber wie gesagt, man muss sich die Sets einzeln zusammen kaufen. Und es wird immer gesagt, es sind ja preislich gut liegende Sets. Man kann die sich dann kaufen, wenn man ja so viel Geld hat, um das nächste Set zu kaufen. Die liegen so zwischen 16 und 18 Euro bei den 24er Sets. Das Monarch Set lag so bei um die 40 Euro. Die 12er Sets sind eigentlich auch nicht sehr viel günstiger als das 24er Set. Ich glaube, da lag nur so 2 Euro zwischen, was mich sehr gewundert hat. Aber ja, wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man so bei 130 Euro raus, je nachdem, wie die preisliche Lage ist. Und das finde ich jetzt nicht sehr günstig für Sets, die eigentlich ja nicht in der Liga sind, wie zum Beispiel Prismacolors, wo man schon das volle 120er Set für circa 140 Euro kriegen kann, wenn man eben gut auf den Preis achtet und ein Schnäppchen schlägt. Ja, zu den Stiften an sich. Es sind hexagonale Stifte, also eckig geformt, liegen gut in der Hand. Ich finde das ja, Schwarz der Stifte sehr, sehr interessant. Aber gerade wenn keine Farbmarkierung da ist, stört es mich doch sehr, dann die Farben zu suchen, wenn ich beim Malen bin. Man muss wirklich auf den Farbnamen achten. Und so wie bei eigentlich allen Stiften achte ich mehr auf die Farbtabelle als auf die Farbmarkierung am Ende. Die Mine ist 3,3 mm dick, was eigentlich ja so normal ist, Standard, jetzt nicht sehr dünn, aber auch nicht sehr dick. Über die Lichtechtheit konnte man jetzt keine Informationen finden, weil es keine wirklichen Künstlerstifte sind, sondern eher für Hobbykünstler geeignet. Die Mineneigenschaft ist interessant für mich. Ich fand sie jetzt nicht so weich wie die Prismacolors, also nicht so buttrig und leicht mischbar wie die Prismacolors, aber auch nicht so hart wie die Polychromos, also irgendwo dazwischen. Und ich habe schon in ein paar Malbüchern ein bisschen herumexperimentiert und muss sagen, dass ja, ich wirklich positiv angetan bin. Schauen wir uns mal das Bild an. Hier habe ich das Buch von Leila Dooley, The Flower Year. Und das Papier ist hier ja so cremefarben, nicht ganz strahlend weiß. Ein bisschen auf der raueren Seite. Aber ja, ich war einfach erstaunt, wie schön die Stifte arbeiten. Das Auftragen ist sehr, sehr einfach, sehr, sehr leicht. Man kann den Druck sehr schön kontrollieren. Das Pigment ist sehr kräftig.
Und ja, das Mischen der Farben ging auch super, genauso wie das Schicht für Schicht Aufbauen der verschiedenen Farbschattierungen. Also alle Punkte, die mir wichtig sind: kräftiges Pigment, gutes Farbmischen, mehrere Schichten, auch schöne strahlende Farben und natürlich auch die Farbauswahl haben sich hier bei mir in diesem Test alle bestätigt und ich kann die Stifte wirklich mit gutem Gewissen empfehlen. Im Moment sind die Stifte auf Amazon auf jeden Fall ausverkauft, aber ich denke, sie werden demnächst wieder reinkommen. Unten in der Infobox findet ihr dann einen Link zu jedem einzelnen Set. Ja, gleich werdet ihr noch einen kurzen Clip sehen für diejenigen, die interessiert sind, wie die Stifte so performen. Und ja, das war eigentlich alles, was ich zu den Stiften sagen kann. Es ist ein wunderschönes Set. Mir gefallen die Farben sehr gut, mir gefällt der Farbauftrag sehr gut, die Farbmischung. Und diejenigen, für die zum Beispiel die Polychromos zu hart sind und die Prismacolors zu weich, werden hier wirklich ein gutes Mittelding finden, das preislich eigentlich ganz gut liegt, wenn man sich jetzt nicht unbedingt alle Sets kaufen möchte, sondern einfach hier und da vielleicht ein Set braucht, um ja mit dem Malen anzufangen. Wie gesagt, fangt bei den 24er Sets an. Das 48er Monarch Set ist wirklich nur eine Farbergänzung. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich erwähnen möchte. Und zwar habe ich viele der Stifte angespitzt mit unterschiedlichen Anspitzern, unter anderem auch den Derwent Kobel Anspitzer, der eben die Mine sehr, sehr lang macht. Und das hat super funktioniert. Ich hatte wirklich keinerlei Probleme. Die Minen sind mir nicht weggebröckelt. Es ist eigentlich nichts abgebrochen. Es war sehr, sehr schön, die Stifte anzuspitzen. Die Minen sind sehr stabil, obwohl sie so weich sind. Und auch mit dem Derwent Kobel Anspitzer hat die Mine wirklich die Spitze gut gehalten und ist nur unter sehr starkem Druck abgebrochen, was vollkommen normal ist. Und das zweite ist das Kaufen der Einzelstifte. Und zwar kann man Einzelstifte nur kaufen über die Black Widow Facebook-Gruppe, wenn man den Hersteller eben dort privat kontaktiert, oder über die Website, wenn man auch dort privat kontaktiert. Und meines Wissens nach gibt es bisher keinen Online-Shop, wo man die Stifte einzeln bestellen kann. Aber das ist etwas, was noch in Arbeit ist und definitiv noch kommt. Also dort auch keine Sorge, wenn ihr euch die Sets kauft. Es gibt Möglichkeiten, die Stifte einzeln zu kaufen. Und der letzte Punkt ist, weil ich euch kenne, beantworte ich die Frage jetzt hier auch im Video. Irgendwer wird fragen, welche Stifte sind die besten zwischen den Arteza, Castle Art und Black Widow, weil sie eigentlich nicht im gleichen preislichen Rahmen liegen, weil die Black Widow wirklich viel teurer sind als zum Beispiel die Castle Art, wenn man jetzt alle Sets zusammenkauft, aber sie sind von der Qualität her eigentlich alle drei sehr, sehr ähnlich und zwischen den dreien finde ich persönlich die Black Widow am besten, was die Blendmöglichkeiten angeht, was das Gefühl des Stiftes angeht, wie es auf dem Papier malt, sind für mich die Black Widow eigentlich ganz vorne. Auf Platz 2 stehen die Castle Art, auf Platz 3 die Arteza, weil ich einfach fand, dass ich mit den Artesern nicht genug Schichten auftragen konnte. Mein Set bei den Arteza Stiften war ein Montagsset, wo mir die Minen sehr, sehr oft abgebrochen sind und im Allgemeinen hatte ich da keinen guten Eindruck, was für mich die Arteza eben auf den letzten Platz packt. Aber die Black Widow stehen für mich auf Platz 1, was das Malgefühl angeht, aber das ist etwas, was objektiv entschieden werden muss und wo ich keine Entscheidung für euch treffen kann, weil jeder eben anders empfindet. Aber weil ich ganz genau weiß, dass euch dieser Gedanke bestimmt durch den Kopf geht, wollte ich es nur noch einmal erwähnen. Ja, wer noch möchte, kann natürlich weiterschauen. Ich werde jetzt ein bisschen Musik anschalten und wir sehen uns am Ende des Videos.
Was ich noch ergänzend zu den Farbnamen und Farbnummern sagen muss, ist, dass ab und zu die gleichen Farbnummern vorkommen, aber die Namen sind wirklich einzigartig. Man hat hier sowas wie Bubblegum, Cyanide Pink, Pig's Ear, also wirklich interessante Namen. Tarantula, Merc, also sehr, sehr witzige Namen auch teilweise, wo man sich trotzdem was drunter vorstellen kann, was dieser Name als Farbe repräsentiert. Also richtig interessant. Und solange man die Sets nach Namen sortiert, mit den Farbnummern und Farbnamen, sollte man da eigentlich nicht durcheinander kommen, wenn man alle Sets besitzt. So, dann hoffe ich, ich konnte euch alle Fragen zu diesem Farbset beantworten. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!